Ich habe quasi schon so ein Doppelleben geführt und ich habe immer sehr Angst gehabt, dass das irgendwie rauskommt. Ich bin Emma, 21 Jahre alt und ich arbeite gerade in einer Videoagentur. Ich würde sagen, dass ich schon ziemlich lange weiß, dass ich auf Frauen stehe. Das erste Mal, wo ich mich damit beschäftigt habe, war ich so 13, 14. Es gab keinen konkreten Moment, in dem mir das aufgefallen ist, sondern es war ein Prozess. Ach so, das ist auch möglich, dass sich zwei Frauen lieben, dass sich zwei Männer lieben. Es war für mich nicht so leicht, erstmal für mich das so klar zu bekommen und zu akzeptieren. Und dementsprechend hat es dann auch lange gedauert, bis ich das mich irgendjemandem anvertraut habe. Aber je länger du das in dich reinfrisst und je länger du dir selbst darüber Gedanken gemacht hast, desto mit der Zeit wird es immer schwerer. Ich hatte damals einen Musical.ly-Account und habe da irgendwie Videos hochgeladen mit den Hashtags LGBT und so weiter, was ich mich nicht getraut habe auf meinem eigenen öffentlichen Account. Ich habe quasi schon so ein Doppelleben geführt. Ich habe immer sehr Angst gehabt, dass das irgendwie rauskommt. Dann stand ich an der Bushaltestelle mit zwei Klassenkameradinnen von mir. Und da waren dann so zwei Jungs und die haben dann eben gerufen, du stehst auf Frauen oder du bist lesbisch. Ich kannte die nicht, ich wusste ja nicht, woher die das wissen. Also es hat einfach so viele Fragen aufgeworfen. Ich habe dann natürlich alle Sachen gelöscht, habe mich noch mehr zurückgezogen. Meine Jugend hat das in dem Sinne geprägt, dass ich relativ viel einfach vielleicht nicht gemacht habe, weil ich sehr verschlossen war. Wenn man nicht wirklich man selbst sein kann und viele Sachen einfach nicht ausspricht, dann ist man für viele vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll. Und dann, wenn ich mich nicht selbst richtig einschätzen kann, können andere mich auch nicht richtig einschätzen und dann wirklich vielleicht ein bisschen nicht so offen. Der wichtigste Schritt beim Coming Out war für mich erstmal das innere Outing, das sich selbst eingestehen und sicher sein und bereit sein, das zu sagen. Dann 2018, als ich mir wirklich sicher war, habe ich mich dann meiner Gesangslehrerin anvertraut. Da war ich quasi in einem Moment in meinem Leben, wo es wirklich aus mir raus wollte. Ich wusste, dass es mir sehr schwer fallen wird, in dem Moment, in dem ich dann vor der Person stehe, zu sagen, ey, ich muss mal mit dir reden. Dieser Schritt kostet einfach Überwindung, weil du dann nicht mehr rauskommst. Emma war im Urlaub und hat mich angeschrieben und sagte, Marion, wenn ich wieder da bin, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Ich gesagt, Hase, wenn was ist, ruf mich an. Ich sagte, nee, hat noch Zeit, bis wenn sie wieder da ist. Und dann kam sie dann in den Unterricht. Sie war noch beschäftigt mit einem anderen Gesangsschüler und ich saß dann dort hinten in der Ecke und dachte die ganze Zeit, oh bitte, vielleicht hat sie es ja schon vergessen, das ist ja schon eine lange Zeit her. Und als der Schüler dann weg war, sagte sie, ja, du wolltest doch mit mir reden. Und dachte ich so, oh. Wir hatten uns dann hingesetzt und da fing sie furchtbar an zu weinen. Und da habe ich gesagt, okay, Schatz, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist schwanger oder du bist verliebt. Und dann guckte sie mich an und dann sagte ich, okay, in ein Mädchen. Ja, da war erstmal ganz viel Stille im Raum. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, das auszusprechen. Also das ist wirklich, da fällt einem ein Stein vom Herzen. Das ist das erste Mal, dass jemand dich anguckt und dein großes Geheimnis kennt sozusagen. Marion hat mir dann einige Anlaufstellen in Hamburg rausgesucht, wo ich dann auch schon erste Kontakte geknüpft habe und dann in das Junglesbenzentrum in Hamburg gekommen bin, auch Jule genannt. Ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt und einfach gesehen, ey, ich bin nicht alleine. Es gibt so viele, denen das genauso geht. Also wenn du glaubst, dass du auf Frauen stehst, dann solltest du erstmal vor dem Gedanken keine Angst haben. Du kannst dich einfach an verschiedene Organisationen und Communities wenden. Da findest du auf jeden Fall Anlaufstellen. Meinen Eltern konnte ich es dann sagen an einem Abend, als wir zusammen ins Kino gefahren sind. Ich habe es mir wirklich vorgenommen und vorher einen kleinen Zettel geschrieben quasi mit den Worten, wie ich sagen möchte. Den hatte ich die ganze Zeit in der Hosentasche bei mir. Dann sind wir losgefahren, waren im Kino und waren dann schon wieder auf dem Weg nach Hause. Und ich dachte, Kacke, jetzt fährst du wieder nach Hause, hast es wieder nicht gesagt. Bevor alle ausgestiegen sind, habe ich dann, ja, ich muss euch noch was sagen. Ja, habe ich es einfach schnell gesagt und musste dann auch gleich weinen. Mein Bruder hat mich hinten in den Arm genommen, der saß hinten neben mir, war alles super. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, abonniert den Kanal. Also in meiner Lebensgeschichte spielt Social Media schon eine große Rolle, weil ich auch irgendwie damit groß geworden bin. Sophie und ich haben uns auch über Social Media kennengelernt, über TikTok. Ich habe irgendwann mal durch Zufall auf meiner TikTok For You Page ein Video von Emma gesehen und habe dann da kommentiert. Ich habe dann ihr Profil aufgerufen und so sind wir dann ins Schreiben gekommen.
Ich war ziemlich aufgeregt. Bevor wir uns getroffen hatten, haben wir uns gleich total herzlich umarmt und sind dann in den Park gegangen. Ich habe danach auch ganz stolz im Jule berichtet, dass wir Händchen haltend dann noch durch Göttingen gelaufen sind. Also ich würde sagen, dass die Menschen schon uns sympathisch gegenübertreten. Wir haben da keine Probleme. Eher irgendwie so Blicke von fremden Menschen, wo man irgendwie so merkt, so, okay, die verstehen das vielleicht nicht oder wollen es auch irgendwie gar nicht verstehen. Also ich glaube eher sowas dann. Wir waren quasi auf dem Weg zum Kiez mit der U-Bahn und sind dann dort ausgestiegen und da war ein älterer Mann. Dann sind so Ausdrücke gefallen wie ja, Schwule, Schweine. Mir ist es relativ egal, weil es so das Normalste der Welt sein sollte. Es prallt irgendwo schon einfach ab mittlerweile. Also wenn du aufgrund deiner Sexualität beleidigt wirst, red auf jeden Fall mit Leuten drüber, die das vielleicht auch schon mal erfahren haben und damit schon besser umgehen können. Lass das nicht zu nah an dich heran, weil die Leute sind es nicht wert und die haben einfach den Sinn des Lebens noch nicht verstanden. An Sophie gefällt mir, dass sie mich auf jeden Fall immer zum Lachen bringen kann. Wir harmonieren einfach. Also anderen, die jetzt in der Situation sind, in der ich damals war, würde ich auf jeden Fall raten, dass es sich lohnt, den Mut aufzubringen, sich zu outen. Die Welt kann von mir lernen, wie man anderen Menschen mit Toleranz und Respekt begegnet. Wenn ich der Welt einen Satz mitgeben könnte, dann wäre das Love is Love.